Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Neues Mountainbike, neues Glück. Dieses Mal hat es das NCM Moskau M3 erwischt. Ich habe mir dieses Mountainbike gekauft, um es für mich und gleichzeitig natürlich auch für euch zu testen. Das Schöne an diesem wunderbaren Mountainbike ist, dass es nagelneu. Dieser Typ ist erst seit März 2022 erhältlich, das heißt frisch vom Band gelaufen. Und was dieses Bike gegenüber den älteren Bike an Vorteilen bietet, wie das Unboxing ist und das Handling bzw. der Ersteindruck mit dem Moskau M3, das gibt es jetzt in meinem Video anzuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Knapp eine Woche musst du derzeit warten, bis dein Bike per Spedition oder Sperrguttransport bei dir ist. Das Ganze ist sicher sowie kratz- und stoßfest verpackt. Auch im Karton sieht das sehr gut aus und lässt sich mit einem Griff herausnehmen. Wie man sieht, ist alles am Rahmen des Fahrrads befestigt. Das Vorderrad, den Lenker, den Sattel und die Pedale muss man noch selbst montieren. Alles andere ist bereits fast funktionstüchtig verbaut. Eine Bedienungsanleitung bekommst du mitgeliefert und wenn du diese verlieren solltest, kannst du auch im Netz natürlich ebenfalls dort nachlesen. Alles in allem ist hier der Kundenservice groß geschrieben. Schon auf der Amazon-Seite hast du alle Informationen parat. Wenn der Artikel versandt wird, bekommst du Bescheid und vor der Lieferung kontaktiert dich die Spedition, um mit dir einen Liefertermin auszumachen. Aufbau und Handling sind sehr einfach gehalten und wer etwas technisches Verständnis hat, kann auch alles selbst machen. Wer nicht, der sollte den Fachmann aufsuchen bzw. Freunde und Verwandte fragen. Im Lieferumfang erhältst du unter anderem das Ladegerät für den Akku, die Betriebsanleitung, die Pedale und das Werkzeug, womit du dein Bike ideal aufbauen kannst. Ich konnte alles ohne eigenes Werkzeug erledigen, denn es war alles hier mit dabei, was man benötigt. Nur noch die Scheibenbremsen und die Gangschaltung richtig einstellen und aufeinander abstimmen und fertig ist das Bike und es kann schon losgehen. Was auch gut ist, der Hersteller erlaubt dir, das Bike bis zu 10 Kilometer Probe zu fahren. Sollte es dir nicht gefallen, kannst du es mit 9,9 Kilometern auf dem Tacho einfach zurücksenden. Das nenne ich mal Service. Bei mir sind die 10 Kilometer längst überschritten und ich bin echt fürs Erste begeistert und werde das Bike natürlich nicht zurücksenden. Aber kommen wir jetzt mal zu den weiteren Einzelheiten des Moskau M3. Im Vergleich zum Vorgängermodell aus dem Jahr 2021 fällt auf, dass hier das Design deutlich verbessert wurde. Der Akku ist jetzt im Rahmen eingelassen, aber trotzdem noch herausnehmbar und auch in diesem Zustand kann man ihn noch laden. Wenn wir schon beim Akku sind, machen wir natürlich da auch gleich weiter. Die technischen Daten für diesen lauten 48 Volt, 12 Ampere und 576 Wattstunden hat er im Gepäck. Die Reichweite beträgt laut Angaben des Herstellers 100 Kilometer mit vollgeladenem Akku. Effizienter und schlanker im Design ist das M3 nicht nur leichter und geschmeidiger zu fahren wie der Vorgänger, sondern lässt jedem bei der Fahrt noch richtig gut aussehen. Die Federgabel des NCM Moskau M3 ist über einen Hebel oberhalb des Holms komplett blockierbar. Die Vorspannung von der Gabel lässt sich dabei am linken Holm ein wenig verstellen und dazu noch anpassen. Am Oberrohr wiederum ermöglichen zwei weitere Schrauben die Befestigung von einer Trinkflaschenhalterung. Die Anbringung von einem Gepäckträger ist ebenso am Rahmen durchführbar. So kann man das E-Mountainbike auch für längere Fahrten problemlos einsetzen, bei denen man unter Umständen, wer es mag, auch mal mit Gepäck unterwegs ist. Am Lenker sitzt ebenfalls das Bedienteil sowie die beiden Schalter für einen vorderen Umwerfer der gesamten Gangschaltung. Beides liegt direkt übereinander. Somit muss das Bedienteil selbst nach oben ausweichen, was wiederum die Bedienung ein wenig umständlich macht. Zentral und etwas weiter vorne sitzt dann auf dem Lenker noch das Display. Hier hat man Blick auf den Akkustand, die Geschwindigkeit und man kann die gefahrenen Kilometer ablesen, sowie mit den Plus- und Minustasten die Fahrstufen wählen. 6 Stück sind es an der Zahl und über die M-Taste lässt sich das Display ein- und auch wieder ausschalten. Die Bedienung ist einfach und die Displayhelligkeit ausreichend. Eine praktische sowie einschaltbare Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ebenfalls das Ablesen bei Dunkelheit. Nach nur einer halben Kurbelumdrehung fängt der Motor sofort mit der Unterstützung an. Schauen wir nach links, dort befinden sich die Klingel sowie die beiden Schalter für den hinteren Umwerferbereich. Die Lenkradgriffe mit Handballenauflage und einer seitlichen Führung fallen dabei sehr angenehm auf. Zusammen mit einer ebenfalls sehr komfortablen Lenkerbreite, einem steifen Rahmen sowie den sehr sicheren und ebenfalls gut dosierbaren Bremsen gewinnt man recht schnell Vertrauen zu diesem Bike.
Das M3 kommt mit einem Frontscheinwerfer, der über das Display von das Kit bedient werden kann, sehen und gesehen werden, so dass man auf der Straße und auf Wegen sicherer als je zuvor ist. Für weiteren Spaß sorgen dabei natürlich auch die sehr guten Reifen. Auf nahezu allen Untergründen, vom nassen Asphalt über sandige Bodenfläche bis hin zu feuchten Wiesen, ermöglichen die Reifen ein sicheres Vorankommen. Typisch für entsprechende Nabenantriebe arbeitet der Motor mit 60 Newtonmetern und 250 Watt ebenso sehr leise. Auch bei einer sehr starken Unterstützung bis 25 km/h sowie auch größeren Steigerungen geht das Motorengeräusch kaum über ein angenehmes Summen hinaus. Mit der Kettenschaltung ist dazu eine sehr einfache sowie auch speziell für das E-Bike optimierte Schaltung von Shimano an Bord. Auch hierbei funktioniert alles tadellos und vor allem zuverlässig. Selbst in einem sehr holprigen Gelände lassen sich alle Schaltvorgänge problemlos umsetzen. Die Position von den beiden Umwerfern ist dabei an beiden Seiten des Lenkers gut ablesbar. Mit der Gangschaltung stehen insgesamt 24 Gänge zur Auswahl, die man sicherlich auch mal benötigt. Auch das Gewicht kann sich sehen lassen. Mit etwa 26 Kilogramm glänzt der Aluminiumrahmen bei 29 Zoll. Dabei ist das Bike noch ein Leichtgewicht unter seinesgleichen. Das macht sich vor allem bemerkbar, wenn man sehr viele Kellertreppen hat oder das Bike mit in die Wohnung nehmen muss. Farblich kann man hier seine unterschiedliche Auswahl treffen. Bei mir ist es das Schwarze geworden. Es gibt dieses Bike aber noch in einer weißen Variante zu bestellen. Beim Sattel muss man dann Abstriche machen. Die einen mögen ihn, die anderen mögen ihn nicht. Mir persönlich ist er zu schmal und zu hart, aber es gibt ja Hilfsmittel bzw. die Möglichkeit, sich den passenden Sattel zu bestellen, um dann in seiner gewohnten Komfortzone zu biken. NCM Bikes wurde 2014 in Hannover in Niedersachsen als Marke der Leon Cycle GmbH gegründet und schafft es seither mehr und mehr sich einen Namen in der E-Bike-Szene zu verschaffen. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. Dieses Mountainbike wird derzeit für 1.299 € zuzüglich Lieferung angeboten und ist bis jetzt nach meiner Meinung jeden einzelnen Euro wert. Schon das Vorgängermodell hat hier sehr viele positive Kritiken bekommen und ich denke, dass dieses Bike daran anknüpfen wird. Wer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben möchte, der kann sich dieses Bike ruhig mal genauer anschauen. Die Infos hierfür sind in meiner Videobeschreibung verlinkt. Doch wofür steht eigentlich NCM? Diese 3 Buchstaben stehen für Nickel, Kobalt und Mangan, welche Bestandteile eines Akkus für Elektrofahrräder sind. Bekannt ist die Marke für Pedalecs mit englischem Namen von bekannten Städten wie beispielsweise Moskau, Milano oder London. Es wird natürlich noch mehr Videos geben. Ich werde den Akku testen, ich werde das Fahrgefühl im Gelände testen, ich werde das Fahrgefühl auf der Straße testen und gleichzeitig natürlich noch alles testen, was zu diesem Bike zu testen ist, denn es macht Spaß und ich habe richtig Bock auf dieses Fahrrad. Also Kanal abonnieren und gleichzeitig ein Like dalassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.